Kennst du diesen Moment, wenn du nach einem langen Tauchgang endlich wieder die Wasseroberfläche durchbrichst und tief Luft holst? Genauso fühlt sich der energetische Wechsel an, der uns jetzt bevorsteht. Wir kommen aus den tiefen, emotionalen Gewässern des Skorpions, wo wir uns unseren Schatten gestellt haben. Doch jetzt dreht sich der Wind. Plötzlich spüren wir einen Funken, eine neue Sehnsucht nach Weite, nach Sinn und nach Abenteuer. Es ist die Zeit im Jahr, in der die Natur zwar ruhiger wird, aber unser inneres Feuer neu entfacht wird. Wir spüren wieder Hoffnung. Diese feurige Energie bringt nicht nur Licht, sie fordert uns auch heraus. Sind wir bereit, unsere eigene Wahrheit zu leben, ohne dabei andere zu überrollen? Wie wir diesen schmalen Grat zwischen Begeisterung und Überheblichkeit meistern und den kosmischen Optimismus jetzt für uns nutzen, das erfährst du in dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Nature Stars, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Am 22. November 2025 um 2:35 Uhr ist es soweit. Die Sonne verlässt den Skorpion und wandert in das feurige Zeichen Schütze. Draußen klingen die Herbststürme ab, die Tage werden kürzer und der Winter steht vor der Tür. Doch während sich die Natur im Verborgenen auf den Wandel vorbereitet und zur Ruhe kommt, geschieht in uns etwas ganz anderes. Mit dem Eintritt der Sonne in den Schützen beginnt eine Phase voller Abenteuerlust, Optimismus und der Suche nach dem großen Ganzen. Es ist, als würde in der Dunkelheit eine Fackel entzündet werden. Übrigens, falls du diese Folge gerade als reine Audioversion hörst oder vielleicht neugierig auf die Folien oder die visuellen Beispiele bist, die ich erwähne, oder falls du gerade das Video auf YouTube schaust und es später unterwegs bequem nochmal als Podcast hören möchtest, du findest Soul Nature Stars, der Podcast, natürlich sowohl als Videopodcast hier auf YouTube, als auch als Audiopodcast auf Spotify, Apple Podcasts und den meisten anderen gängigen Plattformen. Such einfach nach Soul Nature Stars, der Podcast, und wähle das Format, das gerade am besten für dich passt. Die Links findest du in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Was bedeutet dieser Wechsel nun für uns alle, ganz unabhängig von deinem Sternzeichen? Die Skorpionzeit hat uns gezwungen hinzusehen, wo es drückt. Jetzt mit der Schütze-Energie dürfen wir den Blick wieder heben. Wir richten uns auf. Schütze wird von Jupiter regiert, dem Planet der Expansion, des Glücks und des Wachstums. Kollektiv spüren wir jetzt den Drang, unsere Grenzen zu erweitern, sei es durch Reisen, durch neues Wissen oder durch spirituelle Erkenntnisse. Wir wollen verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Der innere Optimist erwacht. Selbst wenn es Rückschläge gab, hilft uns diese Zeitqualität, das Glas als halb voll zu sehen und uns nicht unterkriegen zu lassen. Die Schütze-Energie ist sehr instinktiv. Wir handeln jetzt oft intuitiv richtig, als hätten wir einen inneren Kompass, der uns den Weg weist. Es ist eine Zeit der Unabhängigkeit. Wir wollen uns nicht einsperren lassen, weder körperlich noch geistig. Aber diese Medaille hat zwei Seiten. Die Schütze-Energie ist bekannt für ihre Ehrlichkeit, die manchmal schonungslos sein kann. Sarkasmus oder vorschnelle Urteile können jetzt schneller passieren, als uns lieb ist. Wir sind so überzeugt von unserer eigenen Wahrheit, dass wir vergessen könnten, dass andere Menschen andere Wahrheiten haben. Und genau hier liegt die große Herausforderung und Lernaufgabe dieser Woche. Das polare Zeichen zum Schützen sind die Zwillinge. Von ihnen darf die Schütze-Energie lernen, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern viele Facetten. Für uns bedeutet das, es ist wunderbar, eine eigene Lebensphilosophie zu entwickeln und diese auch begeistert nach außen zu tragen. Aber wir dürfen dabei lernen, konstruktive Kritik zuzulassen und andere Meinungen zu respektieren. Die Aufgabe ist es, von der Besserwisserei hin zu einer echten Weisheit zu gelangen, die auch Demut beinhaltet. Zusammenfassend, es ist eine Zeit, um groß zu denken, Visionen zu entwickeln und an das Gute zu glauben, aber dabei mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und offen für den Austausch zu sein. Um diese expansive Energie bewusst für dich zu nutzen, lade ich dich ein, dir in den nächsten Tagen ein paar Fragen zu stellen. Nimm dir gern dein Journal zur Hand. In welchem Lebensbereich spürst du gerade den Drang, deine Grenzen zu erweitern oder neue Horizonte zu entdecken? Wo fällt es dir vielleicht schwer, andere Meinungen stehen zu lassen, weil du von deiner eigenen Sichtweise so überzeugt bist? Welche Vision für deine Zukunft lässt dein Herz gerade höher schlagen? Wie kannst du in deinem Alltag mehr Optimismus und Heiterkeit einladen, auch wenn im Außen vielleicht Winterstimmung herrscht? Wo darfst du lernen, Entscheidungen zu treffen, auch wenn du Sorge hast, das Falsche zu wählen? Da der Schütze mit dem Element Feuer verbunden ist und symbolisch Pfeil und Bogen trägt, möchte ich dir ein kleines Visualisierungsritual mitgeben. Du brauchst eine Kerze, vielleicht in Meergrün oder Dunkelblau,
und einen ruhigen Moment. Entzünde die Kerze. Das Feuer symbolisiert deinen inneren Funken und die Inspiration des Schützen. Schließe die Augen und atme tief ein. Stell dir vor, du stehst auf einem hohen Berg und blickst auf dein Leben im kommenden Jahr. Formuliere ein ganz konkretes Ziel oder eine Qualität, zum Beispiel Leichtigkeit, die du erreichen möchtest. Stell dir vor, du spannst einen Bogen. Dein Ziel ist die Zielscheibe. Spüre die Kraft in deinen Armen, den Fokus in deinem Blick. Lass den Pfeil in deiner Vorstellung los und sieh zu, wie er treffsicher in dein Ziel fliegt. Spüre das Vertrauen, Jupiter, dass dieser Pfeil ankommen wird. Öffne die Augen und danke für diese kosmische Energie. Um dich in dieser Zeit der Expansion und Wahrheitsfindung zu begleiten, gibt es wunderbare Helfer aus der Natur und der Welt der Düfte. Werbung, Talismane. Der Granat gilt als Stein, der traditionell genutzt wird, um das innere Feuer und die Willenskraft zu symbolisieren. Der Türkis wird oft als Schutzstein für Reisende oder auch geistige Reisen angesehen und soll die Kommunikationsfähigkeit, Thema Zwillingepol, symbolisch balancieren. Auch der dunkle Saphir passt wunderbar zur Schützenergie, um Weisheit und geistige Klarheit zu fokussieren. Farbe und Atmosphäre. Da die Farbe des Schützen Meeresgrün ist, kannst du dich mit Textilien oder Kerzen in diesem Farbton umgeben, um diese Frequenz der Weite in dein Zuhause zu holen. Ich verlinke dir einige passende Ressourcen und Produkte dazu gerne in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Die Sonne im Schützen ist eine Einladung an uns alle. Lasst uns die Abenteuerlust willkommen heißen. Lasst uns an das Gute glauben und nach dem höchsten Wohl streben. Aber lasst uns dabei auch die Demut nicht vergessen, dass wir alle Schüler des Lebens sind. Danke, dass du heute dabei warst und mit mir die Energie des Schützen erkundet hast. In den Shownotes findest du Werbung, Links zu einigen Produkten und Ressourcen, die dich inspirieren können. Abonniere diesen Podcast, aktiviere die Glocke und teile ihn mit Menschen, die ebenfalls von diesen kraftvollen Impulsen profitieren könnten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir in den Kommentaren. Wie hast du den Wechsel in die Schütze-Energie wahrgenommen? Fühlst du dich eher abenteuerlustig oder genießt du die Ruhe? Welche Gedanken oder Impulse nimmst du aus dieser Folge mit? Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.